zusammen! Im heutigen Video gebe ich dir 12 Tipps für eine bessere Bildkomposition. Ich habe dir ja in anderen Videos bereits Tipps für bessere Makroaufnahmen, Nachtaufnahmen und Feuerwerksfotografie gegeben und heute möchte ich mich dem allgemeinen Bildaufbau widmen. Alle meine Videos zum Thema Fotografie findest du in meiner Playlist Fotografieren lernen, Tipps und Tricks in der Fotografie. Die Bildkomposition zielt darauf ab, ein Bild so harmonisch und ansprechend und interessant wie möglich zu gestalten. Dabei werden verschiedene Techniken verwendet, die im Grunde bereits fotografische Regeln sind. Dennoch ist es manchmal sinnvoll, Regeln zu brechen. Darauf gehe ich später noch ein. Ich meine, wer mag schon gerne Regeln? Es gibt jedoch bestimmte Richtlinien, die du nutzen kannst, um die Gestaltung deiner Fotos erheblich zu verbessern, und genau diese erkläre ich dir in meinem heutigen Video. Was versteht man eigentlich unter Bildkomposition? Die Idee der Bildkomposition hat ihren Ursprung in der Malerei. Früher überlegten Künstler im Voraus genau, wie das fertige Gemälde aussehen soll, bevor sie mit dem Malprozess begannen. Dies ermöglichte es, Fehler zu vermeiden und von Anfang an zu planen, wie bestimmte Wirkungen beim Betrachter erzielt werden könnten. So wie der Maler sich vorab überlegt hat, wie sein Bild letztendlich aussehen soll, ist es auch in der Fotografie wichtig, sich vor dem Auslösen Gedanken über die fotografische Bildgestaltung zu machen. Worauf du dabei achten musst, erkläre ich dir hier. Erstens, suche ein Hauptmotiv. Bevor du den Auslöser drückst, solltest du dir die wichtigste Frage überhaupt stellen. Was ist mein Hauptmotiv? Letztendlich ist es dann das Ziel, dieses Hauptmotiv anhand der Bildkomposition gekonnt in Szene zu setzen. Also frage dich vorab, welches Element im Mittelpunkt deiner Fotos stehen soll. Bildaufbau. Diese Fragen solltest du dir vor jedem Foto stellen. Was ist das Thema meines Fotos und was soll im Mittelpunkt stehen? Ist es klar und deutlich, was ich mit dem Foto aussagen will? Gibt es noch etwas im Foto, das ich vielleicht ausblenden will? Beziehungsweise gibt es störende Elemente? Nutze ich den Blickwinkel und die Perspektive schon optimal aus? Auf den Blickwinkel und die Perspektive gehe ich später noch einmal genauer ein. Hier ist mein Hauptmotiv klar. Es ist das Hafengebäude von Antwerpen, das sich zusätzlich noch in einer Pfütze spiegelt. Zweitens. Geh näher ran und fülle das gesamte Bild aus. Du hast also deinen Hauptdarsteller für das Bild gefunden. Nun geht es darum, diesen durch den richtigen Bildaufbau spannend darzustellen. Eine Möglichkeit dazu ist, nah ranzugehen und das gesamte Bild mit dem Hauptmotiv zu füllen. Denn nichts wirkt irritierender als ein überladenes Bild. Du möchtest eine Botschaft vermitteln, etwas zeigen, dann tu es auch. Nimm dir die Freiheit, näher heranzugehen, fokussiere dich auf das Wesentliche. Du wirst überrascht sein, welche Wirkung das erzielen kann. Bei diesem Porträt von einem Äffchen bin ich so nah wie möglich rangegangen, um das Äffchen flächenfüllend abzubilden, aber dennoch die Bildkomposition noch im Auge zu behalten. Tipp Nummer 3. Vermeide Ablenkungen im Hintergrund. Für die richtige Bildgestaltung ist nicht nur ein spannender Aufbau des Bildes wichtig, sondern auch Ablenkungen zu vermeiden. Es gibt verschiedene Dinge, die vom Hauptmotiv ablenken können und die Aufmerksamkeit deines Auges anziehen. Mir fallen da folgende Ablenkungen ein: Bereiche mit hohen Kontrasten, knallige und intensive Farben, der hellste Bereich im Bild, Bereiche mit höherer Schärfe. Bei der hier gezeigten Makroaufnahme habe ich auf einen gleichmäßigen Hintergrund geachtet, den ich zum einen durch die Öffnung der Blende erhalten habe und auch dadurch, dass sich im Hintergrund keine oder der oben genannten Ablenkungen befinden. Tipp Nummer 4. Die Drittelregel. Ein zentraler Aspekt der erfolgreichen Fotografie ist die Drittelregel. Sie ist eine Faustregel, die besagt, dass das Hauptmotiv im linken oder rechten Drittel des Bildes platziert werden sollte, während die restlichen 2 Drittel frei bleiben. Das Bild wird dabei visuell in 9 gleich große Teile unterteilt, indem 2 senkrechte und 2 waagrechte Linien gezogen werden. In den meisten Fällen führt dies zu einem ansprechenden Foto mit einer ausgewogenen Bildkomposition.
Visualisiere daher bereits beim Fotografieren, dass du dein Motiv anhand dieser 4 Linien in 9 gleich große Felder aufteilst. Oftmals bieten die meisten Kameras und Smartphones heutzutage eine Rastereinstellung an, die dir dabei hilft. Bei dieser Nachtaufnahme in Harlem habe ich die Windmühlen bewusst nach der Drittelregel positioniert. Wenn dir mein Video bis jetzt gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Tipp Nummer 5. Zentrierter Bildaufbau. Spiele mit der Symmetrie in deinem Foto. Gerade in der Architekturfotografie liebe ich es, die Drittelregel nicht zu befolgen und mit der Symmetrie zu spielen. Oftmals hat man hier immer eine interessante Linienführung, die in der Symmetrie noch beeindruckender wirkt. Voraussetzung ist natürlich, dass für das Bild eine Grundsymmetrie vorhanden ist. Wenn ich beispielsweise eine Kirche fotografiere, mache ich bewusst eine symmetrische Aufnahme. Dann laufen die Bänke direkt auf den Altar zu und dieser ist mein Hauptmotiv und wird dadurch nochmal gekonnt in Szene gesetzt. Auch bei Rolltreppen ergibt sich immer ein interessanter Bildaufbau durch die Symmetrie. Tipp Nummer 6. Vordergrund macht Bild gesund. Diesen Spruch hört man immer wieder. Und es ist auch etwas Wahres dran. Gerade in der Landschaftsfotografie ist der Vordergrund von existenzieller Bedeutung. Oftmals macht der Vordergrund das Bild erst viel interessanter. Durch die verschiedenen Ebenen im Bild kann man eine Tiefenwirkung erreichen. Du wirst feststellen, dass die Bildelemente dann nicht komprimiert auf einer Stelle sind, sondern etwas Raum zwischen den Elementen ist. Dies nennt man räumliche Tiefe und es ist ein wichtiger Bestandteil in der Bildkomposition. Der Vordergrund ist eine ziemlich wichtige Sache. Er kann den Unterschied zwischen einem langweiligen und einem richtig guten Bild machen. Wenn du deine Bilder also verbessern möchtest, solltest du anfangen, einen Vordergrund in deine Bilder zu integrieren. Achtung jedoch! Wenn du Motive im Vordergrund platzierst, ist es wichtig sicherzustellen, dass auch der Hintergrund richtig scharf wird. Oftmals liegt der Fokus dann zu sehr auf dem unmittelbaren Motiv. Nun kommen wir zum Tipp Nummer 7. Natürlicher Rahmen, auch Bild im Bild genannt. Die Darstellung der Tiefe kann durch die Anwendung der Bild-im-Bild-Technik auf eine andere, effektive Weise erfolgen. Suche nach Elementen wie Fenstern, Bögen und überhängenden Ästen, um das Motiv zu rahmen. Das Umrahmen muss nicht notwendigerweise das gesamte Motiv umfassen, um wirkungsvoll zu sein. Die Verwendung der Technik Bild im Bild ist eine großartige Möglichkeit, um die Umgebung kreativ in deine Komposition einzubeziehen. Bei meiner Aufnahme aus der Schwarzsachklamm habe ich die Decke der Höhle als natürlichen Rahmen verwendet, um das Bild interessanter zu gestalten. Eine andere Variante von natürlichen Rahmen habe ich in Dubrovnik genutzt. Hier war ein Ornament ausgeschnitten, durch das ich fotografiert habe. In Frankfurt habe ich die Skyline ebenfalls mit einem schönen alten Baum eingerahmt. Diese Bildkomposition macht das Foto viel interessanter. Im Tipp Nummer 8 erkläre ich dir, warum Linien einen Blick durch den Bildaufbau führen. Leitlinien lenken den Blick des Betrachters geschickt durch das Bild und lenken die Aufmerksamkeit auf entscheidende Elemente in der Abbildung. Du bist sicherlich mit dem Konzept der führenden Linien in der Bildkomposition vertraut. Wege, Mauern oder Muster können beispielsweise als solches dienen. Schau dir die folgenden Beispiele an. Bei der Nachtaufnahme vom Auditorio Kraus auf Gran Canaria führen die Linien zum Gebäude hin, das nach der Drittelregel positioniert ist. Somit hat das Hauptmotiv die volle Aufmerksamkeit des Betrachters. Bei der symmetrischen Aufnahme im Bahnhof Lüttich führen die Linien in die Bildmitte und dort bleibt der Blick haften. Tipp Nummer 9. Der negative Raum. Minimalismus in der Bildgestaltung. Manchmal ist auch weniger mehr. Auch wenn ich vorhin den Tipp gegeben habe, dass du das Bild ausfüllen sollst, gibt es auch noch die gegenteilige Variante vom Bildaufbau, um diesen interessanter zu gestalten. Ein großzügiger negativer Raum
um das Motiv herum kann äußerst ansprechend wirken. Dies erzeugt das Gefühl von Einfachheit und Minimalismus. Ähnlich wie das Ausfüllen des Bildes unterstützt es den Betrachter dabei, sich auf das Hauptmotiv zu fokussieren, ganz ohne störende Ablenkungen. Im beigefügten Bild gibt es keinerlei Ablenkung. Es ist ein minimalistisches Bild eines Löwenzahnsamens, das an einem Grashalm hängt. Drumherum ist nichts. So fokussiert sich der Blick automatisch auf das Hauptmotiv. Im Punkt Nummer 10 erkläre ich dir, warum du die Unschärfe nutzen kannst, damit sich der Blick konzentriert. Setze eine geringe Tiefenschärfe ein, um das Motiv effektiv vom Hintergrund zu isolieren. Dies ist eine äußerst wirkungsvolle Methode in der Bildkomposition, um deinen Bildaufbau zu vereinfachen. Durch die Verwendung einer offenen Blende wird der Hintergrund unscharf, was verhindert, dass er vom eigentlichen Motiv ablenkt. Das Bild ist mit geöffneter Blende und aus der Froschperspektive entstanden. Ich habe mich auf Augenhöhe mit dem Eichhörnchen begeben, um das Bild interessanter zu machen. Und zwar handelt es sich bei dem Tipp 11 um die Perspektive in der Bildkomposition. Die meisten Fotos werden auf Augenhöhe aufgenommen und unsere Wahrnehmung für diese Perspektive ist aufgrund der täglichen Gewohnheiten ein wenig abgestumpft. Das Einnehmen von einer anderen Position und Perspektive kann als wirkungsvolle Technik in der Bildkomposition betrachtet werden. Das Fotografieren aus einem erhöhten oder abgesenkten Position kann eine Möglichkeit sein, einen interessanteren oder originelleren Bildaufbau für das Motiv zu erzielen. An den nachfolgenden Beispielen zeige ich dir, wie du einen Perspektivenwechsel für eine interessantere Bildgestaltung vornehmen kannst. Als erstes fällt mir da der Blick von oben ein. Interessant ist es für uns immer, von oben auf etwas zu blicken. Wenn du eine Aussichtsplattform siehst, nutze sie. Egal, ob du in einer Stadt bist oder in den Bergen, Aussichten sind immer ein interessanter Perspektivenwechsel. Diese Aufnahme ist in Kiew von einem Hotel entstanden, als ich meine 4-tägige Fototour durch Tschernobyl gemacht habe. Von hier oben hatte ich wirklich eine atemberaubende Aussicht über die Stadt Kiew. Eine andere Variante ist das Fotografieren auf Augenhöhe. Bei Tieren versuche ich immer möglichst auf Augenhöhe zu fotografieren. Das schafft eine Nähe zum Hauptmotiv und dadurch wird das Bild spannender. Den Star habe ich in London auf dem Camden Market gesehen und habe mich dann auf seine Blickhöhe runtergebeugt, um ihn zu fotografieren. Es ist eine wirklich tolle Aufnahme geworden. Es gibt dann aber auch noch die Froschperspektive. Gerade in der Architekturfotografie liebe ich es, von der Froschperspektive aus zu fotografieren. Ich war schon öfters irgendwo auf dem Boden gelegen, um den perfekten Blickwinkel von unten nach oben zu bekommen. Dadurch sind schon sehr viele spannende Bilder entstanden. Ein Beispiel dafür ist meine Aufnahme aus der U-Bahn in Frankfurt. Aus der Bodenperspektive wirkt das wirklich sehr toll. Zusätzlich kannst du auch mit einem Einsatz von einem Fisheye-Objektiv probieren, nochmal zusätzlich eine andere Perspektive reinzubekommen. Tipp Nummer 12. Die Regel des Raumes in der Bildkomposition. Die Regel des Raumes sollte in der Porträtfotografie unbedingt und praktisch immer berücksichtigt werden. Aus meiner Perspektive wirken Porträts schlicht unvollständig, wenn diese Regel nicht beachtet wird. Gemäß der Regel des Raumes sollten die dargestellten Personen in das Bild hineinschauen und nicht nach außen. Ich kann dir leider kein Beispiel für ein Personenporträt geben, da ich kaum Fotos von Menschen mache, aber bei Tierporträts findet diese Regel ebenfalls Anwendung. In Blickrichtung sollte immer noch ausreichend Raum sein. Anhand des Beispielfotos von einem Tiger kann ich dir das veranschaulichen. Es ist noch ausreichend Platz vorhanden und er sieht nicht aus dem Bild hinaus. Das waren meine 12 Tipps für bessere Bildkomposition. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und wenn du noch Fragen hast, hinterlasse mir gerne einen Kommentar. Übrigens habe ich auch noch weitere Videos zum Thema Fotografie erstellt. Ich verlinke dir hier mein Video zum Thema Makrofotografie, Nachtaufnahmen und das Fotografieren von Feuerwerk.
Viel Spaß beim Anschauen! Wenn dir mein Video gefallen hat, gibt es viele Möglichkeiten, mir das zu zeigen. Gib mir einen Daumen nach oben, hinterlasse mir einen Kommentar, teile das Video mit deinen Freunden und ganz wichtig, abonniere meinen Kanal. Liebe Grüße und bis bald. Ciao!